Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Heute geht es mal weiter mit dem zweiten Teil mit der bewahren Axt. Wie angedroht werde ich beide Sachen ja bauen. Heute geht es da mal drum, wir schneiden das Ganze jetzt mal bei. Dann wird alles geschliffen und dann kleben wir den Kopf schon mal dran und dann gucken wir mal, was wir da alles noch so drauf machen, dass es nachher hübsch wird. Das ist jetzt im zweiten Teil, was ansteht. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Eine Axt auf Seite. Können wir vernünftig nämlich an der anderen weiter umschnippeln. Und dann werden wir erstmal alles, was hier so übersteht, erstmal wegschneiden. Ja, dann werden wir jetzt mal anfangen, das Ganze zu schleifen. So, ich würde aber sagen, ich schleife jetzt erstmal alles und dann sehen wir uns wieder, wenn die zwei Äxte soweit geschliffen sind. Die Teile sind jetzt soweit geschliffen. Ich habe dann hier die Klinge und sowas schon, die Kanten schon mal gebrochen, geglättet. Habe ich das Ganze jetzt noch nicht. Dann habe ich das ein bisschen nach unten hin verschlankt, damit man besser greifen kann an beiden. Ja. Hier hatte ich so ein bisschen ein paar Linien drauf gemacht, dass das so ungefähr dann hinhaut. Ist nicht ganz gleichmäßig, aber das ist nicht schlimm. Das ist nur, dass es dann unten, dass man besser packen kann. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Das Ganze kriegt jetzt Bleiband. Jetzt muss ich jetzt gucken, was ich hier wieder von der Länge mache. Ich weiß nicht. Nehmen wir hier einfach mal hier unten eine von den Linien. Okay, bei denen haben wir nicht. Hier lassen wir mal ein bisschen Luft. Mal schauen. Bin noch nicht so ganz sicher, wo ich hin mache. Machen es einfach mal ganz unten, will ich nicht haben. Würde ich sagen. Wir machen das einfach mal hier so an der Stelle. Jetzt muss ich noch gucken, wie lange es macht, aber das sind, glaube ich, was ich da jetzt habe, sind, glaube ich, 100 Gramm auf den Meter. Das ist relativ schwer. Da braucht man dann nicht ganz so viel. Das ist aber auch nicht schlecht mit dem Bleiband. Dann kann man das immer schön aufhängen an der Stelle. Da kommt nachher sowieso Leder drüber, da ist das nicht so schlimm. So, mal schauen. Jetzt haben wir das hier. Jetzt weiß ich nicht, wie viel machen wir. Eine Länge. Eine. Zwei. Ja, machen wir mal zwei. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Das Ganze ziehe ich dann hier immer noch so ein bisschen rein. Schon ein bisschen Heißkleber drüber. Quasi wieder zum Fixieren. Die Schere, kann natürlich auch einen Cutter nehmen. Dann lasse ich immer ein Stück noch stehen. Dann kann man das nachher nämlich dann ein bisschen halten und dann hier abschneiden. Ne? So, das lassen wir jetzt hier. Und auf der Seite hier tun wir auch noch ein bisschen was drüber. So, die Enden davon sollte man eigentlich immer halbwegs gut verkleben. Das ist mit das Wichtigste, der Rest der hält eigentlich relativ gut. Wie gesagt, also Heißkleber und Pattex auch in Verbindung, das klappt eigentlich, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Das hängt halt immer von ab, wo man klebt. So, jetzt stellen wir mal auf Seite. So, dann können wir nämlich hier schon mal gucken, was hat die hier noch?
gut. Dann auch. Gucken wir mal. Hier die Seite. So. So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Und jetzt gucken wir uns schon mal hier bei den Schädeln ein bisschen was an. Gucken wir mal bei der Axt. Ja, das Ganze wollen wir ja jetzt hier irgendwie dran kleben. Die Stellen hier, die sind jetzt natürlich nicht so das Optimale. Ich glaube hier, das werde ich auch wegschneiden. Dann nutzen wir erstmal die Schere, ob das geht. Ja, klappt. Kann man mitschneiden, ja. Dass ich so ein bisschen eine ebene Fläche hier kriege. Das Ganze werde ich dann auch mit Pattex ankleben und nicht mit Heißkleber. So, machen wir hier. Auf der Seite machen wir das auch noch. Ich möchte eine möglichst, ich sage jetzt mal, große Klebefläche haben, weil die Fläche an sich ja schon relativ klein ist. Und noch viel kleiner muss sie dann auch nicht sein. So. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir uns einen Kugelschreiber. Das Ganze machen wir hier so irgendwie. Obwohl, wenn wir dazu, weiß ich nicht, ob das dann oben passt. Oh ja, doch, das könnte man so, ja, so kleben, dass wir das dann hier so zusammenkriegen. Das ist eine gute Idee, das machen wir so. So. Gucken wir erstmal, dass wir das hier so ein bisschen mit dem Kugelschreiber so ein bisschen einkreisen, wo wir hier den Pattex drauf schmieren. Ja, so ungefähr. Ein bisschen Großzüge machen wir dann schon drauf. Dann machen wir erstmal eine Seite. Ja, wie ihr seht, man kann auch an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten. Pinsel wieder. Dann Schraubenzieher mal da liegen. Ja, machen wir mit der Schere, damit geht das auch gut. So. Ich mache jetzt mal, versuche mal ohne Unterlage. Hoffentlich kleckere ich nicht wieder alles voll. Sind wir jetzt bei den beiden mit Einschmieren fertig. Ein bisschen abschneiden. Das liegt gut, da brauchen wir noch nicht mal was drüber machen. So. Das fühlt sich gut an. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das auch irgendwie richtig hier drauf kriegen. Ja, das klappt doch fast wie geplant. Ja, klappt so wie geplant. Gut, die Zähne sind jetzt ein bisschen so machen. Aber so im Großen und Ganzen. Also ein bisschen muss ich aufpassen, dass das nachher auch gut hält. Die Zähne sind nicht ganz so, wie ich sie gerne hätte. Ich hätte sie lieber dann so, aber dann hätte ich hier wahrscheinlich an der Stelle das ein bisschen dünner machen müssen.
Ja, geht. Kann man so lassen. Ja, das scheint bis jetzt alles nach Plan zu funktionieren, Leute. Ich bin echt begeistert. Aber so vom Großen und Ganzen sieht das schon mal ganz gut aus. Ja? So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, dass man das so halbwegs erkennen kann erstmal. Das lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Jetzt noch ein bisschen andrücken. Also vom Kleben her klappt das ehrlich gesagt richtig gut. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich sehe gerade hier an einer Stelle habe ich noch ein bisschen was eingerissen. Also ist nicht schlimm. Ich nehme einfach ein bisschen wieder mit Battix ein. Tun dazu drauf. Und dann ist das wieder gut. So. Ich bestimmt mal mit der Schere oder so ein bisschen abgerutscht. So, dann nehmen wir die zweite. Ich denke mal, von der Klebefläche müsste das erstmal halten. Und dann kommt nachher noch so, ich bin noch am Überlegen, also ich auch so Dreiermatte quasi noch so Lederbänder oder so mache. Auf jeden Fall bei der einen Axt hier, die mehr so nordischer Barbar oder Wikinger wird, da werde ich dann wahrscheinlich noch so Lederbänder. Bei dem hier weiß ich noch nicht, weil das will ich ja mehr so in Metalloptik dann halten, den Schädel. Weil der so ein bisschen aussieht, als wenn das aus Metall gemacht ist. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Oh ja, das fühlt sich gut an. Das muss jetzt gut sein. Zähne tun wir ein bisschen hier so auseinander, dann gehen die besser drauf. Von der Höhe her. Jetzt hätte ich ein bisschen höher machen können, aber geht. So. Ja, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Ja, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Dann geht es mal mit der Gestaltung jetzt von dem Ganzen los. Bei der einen habe ich schon ein bisschen angefangen. Ich habe dann hier aus Dreiermatte, habe ich mir schon mal hier so ein Bänder geschnitten. Die muss man noch verkleben. Das habe ich jetzt nur mal so ein bisschen gemacht, um zu gucken, wie es nachher aussieht. Ich hatte erst ein paar andere Ideen, aber das sah dann irgendwie, da hat man vom Schädel nicht mehr so viel gesehen. Deshalb mache ich das jetzt hier so ein bisschen, wie das jetzt ist. Dann wollen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das hier so vorstelle. Das sehen wir dann. Dann habe ich hier noch so ein paar Runen drauf gemacht. Ein paar Nordleute haben mich gefragt, weil das Design hat denen so gut gefallen, ob ich denen nicht wieder hier ihre Skjoldmur oder wie das heißt, Rune drauf machen kann. Das wird jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal mehr so ein bisschen wieder so Richtung Wikinger, nordisch. Aber halt auch barbarisch, das passt dann ja auch. Deshalb kann man das ruhig mal machen. Dafür habe ich die andere Axt, die werde ich dann komplett so designen, wie ich gerade so Bock drauf habe. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ja, dann haben wir das jetzt hier schon mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das dann hier mit den Bändern und so machen. Fangen wir mal an mit dem Ganzen. Jetzt weiß ich nur noch nicht genau, wo ich anfange. Das ist ein bisschen zu breit. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen schmaler machen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Das ist nicht so wild. So, das Gröbste haben wir jetzt hier fixiert. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier am besten machen. Ich habe hier noch von den Kernstab
teilen. Wie gesagt, Leute, immer aufbewahren. Die Dinger, die sind Gold wert. Da kann man auch unheimlich gut nieten raus. Geht einfach hin, schneidet euch so ein kleines Stückchen hier raus. Macht da einmal Schnipp. Und nochmal. Und schon habt ihr eine kleine Pyramidenniete. Also alles halb so wild. Je nachdem wie breit und wie hoch ihr die machen wollt, könnt ihr ja die Schrägen dann anpassen. Das ist der Griff, das Stück, also so von hier bis hier kommt dann Leder, damit man das hier auch schön zweihändig führen kann. So, dann gucken wir jetzt mal. Mal schauen, wie weit der Lötkolben ist. Das Ganze, das kriegt jetzt ein bisschen rustikaleren Look. Ja, ich schmeiß schon wieder alles runter hinter mir. Prinzipiell hätte ich vielleicht auf der ganzen Länge machen sollen. Aber mal gucken. Obwohl so ein paar Runen wären vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Also ja, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier auf beiden Seiten hier so einen Streifen gemacht. Das hat so ein bisschen gedengelt, so ein bisschen hier wie in dem Optikstil. Das hat so ein bisschen zusammenpasst. Ich hätte natürlich auch Runen oder irgendwelche Muster drauf machen können. Aber weiß man nicht. Wir gehen jetzt aber hin. Das Ganze. Die Klinge ist nicht so scharf. Dafür nehme ich lieber mal eine ganz neue. Eigentlich bin ich ja mehr so nicht da so immer für, aber für so Sachen, wenn ihr hier so Scharten und so was reinschneiden wollt, dann nehmt am besten immer eine frische Klinge. Das ist eigentlich immer am besten. Ne? Oder ihr müsst gucken, dass ihr halt scharf genug schneiden, also schleifen könnt. Aber dadurch, dass ich ja immer so ein bisschen, dass man das Schleifen nicht so richtig hinkriege, nehme ich ab und zu dann auch schon mal eine neue Klinge. Ja, dann grübel ich jetzt erstmal und dann machen wir dann an der weiter, wenn ich mir was an Ideen aus dem Kopf gedrückt habe, würde ich sagen. Ne? Ich werde das Ganze jetzt, wie ihr hier seht, noch ein bisschen aufwendiger. Ich habe mich jetzt irgendwie entschlossen, das Ganze so noch so ein bisschen mit nordischen Sachen ein bisschen anzuhauchen. Habe mir da so eine Schablone mal für gemacht. So ein bisschen mit so Mustern halt, so ein bisschen nordisch. Hab dann alles hier so ein bisschen wild verteilt. Also, das ist jetzt nicht alles vom Ding dasselbe. Also nicht, dass ihr meint, ich habe jetzt hier, also das ist nicht dasselbe wie hier auf der Seite. Ich bin da einfach mal so frei Schnauze mal dran gegangen. Und dann fangen wir mal an. Mal gucken, wie der Lötkolben aussieht. Ja, fangen wir erstmal hier mit den Metallbeschlägen an. Ja, das Lötkolben braucht noch ein bisschen, ich merke das schon. Er fängt zwar an, aber er ist noch nicht warm genug. Also ja, fangen wir schon mal so ein bisschen an, hier so ein paar Stellen. So, dann fangen wir mal an, das Ganze zu glätten. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Auf der Rückseite muss ich noch. Hier habe ich noch nicht so ganz. Das mache ich dann noch später. Ich will euch nicht so sehr mit so was langweilen. Und dann können wir, wenn wir die Rückseite auch noch fertig haben, können wir anfangen zu pinseln. So, das ist die Axt. Und dann haben wir hier, ja, die wird dann halt ein bisschen, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen schlichter.
So. Wie gesagt, so sehen die Dinger jetzt aus. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ja. Ist auf den Ding hier, das ist eine Heidenarbeit, das alles mit dem Lötkolben. Wie gesagt, die Rückseite muss ich noch machen, aber das mache ich jetzt nicht im Video. Ich habe erstmal so eine Seite fertig gemacht. Bei denen hier ist beides fertig. Und dann setze ich mich da nochmal dran, mache noch den Rest. Aber damit ihr schon mal gucken könnt, so ist dann, wird das dann von beiden Seiten aussehen. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch bis jetzt wieder gefallen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte, beziehungsweise beim dritten Teil von den 2 Äxten. Wir sehen uns.